Oh, das gibt's doch nicht. Wenn die versuchen nicht zu cutten im Qualifying irgendwo, ne, weil die sind da eiskalt. Jo. Einfach mal Hinterrad aufhängen, ey.
Wenn immer noch Rennsprit? Nein, die Runde ist Quali. Spritverbrauch, was sagt der? Also jetzt, wo ich jetzt gerade fahre, 1,8. 1,8, ja, da bin ich auch ungefähr. 1,77, 1,8. Ja, dann müsste schon mit einberechnen fürs Rennen später. Aber jetzt fahre ich wieder voll. Also voller Tank. Oder voll Speed. Beides. Ja, 40 Liter müssen wir mitnehmen. Ja, 38 würden auch reichen, aber trotzdem besser 40. ,3 langsamer als mit Quali, ist das gut? Ja, so, ich sag ja, so halbe bis eine Sekunde ungefähr. Mit weniger Sprit wird es natürlich immer weniger, aber ist okay. Ich meine, du bist vor Leuten, die normal deutlich schneller sind als ich jetzt zum Beispiel. Roll zum Beispiel, Liam auch. Die fahren wahrscheinlich auch voll. Also ich glaube, Menno fährt schon mal, spielt schon Quali-Sprit. Alles bis 21, 5, 4.
So, wann geht nachher der Server auf? Ich glaube 20 Uhr. Das sagen die aber auch mal.
Ah, das gibt's nicht, ey. Ja, immer Fünfter. Boah, vor der Hafenschikane verzieht mein Fuß mit meiner Bremse immer nach rechts. Hafenschikane. Du meinst Ausgang erste? Ja, Eingang zweite? nach dem Tunnel. Ach die, ja, nach rechts, ja, das ist aber normal. Weil da nämlich ein Hubel ist. Und ja, du musst im Prinzip über den Hubel noch rüber und genau dahinter voll in die Eisen gehen. Wenn du zu früh bremst, dann fangen, glaube ich, die Hinterräder an zu blockieren und dann fängst du an wegzurutschen. Erst nach dem Hugel erst. Ja, du kommst hier über die Kuppe rüber und direkt nach der Kuppe ist ja dieser kleine Hubel. Und da direkt danach voll in die Eisen gehen. Wenn du schon über der Kuppe anfängst zu bremsen, dann hast du schon verkackt die Kurve. Oder du musst halt einen Schlenker machen wie der Kimi damals. Soll ich dir nochmal mein Setup schicken oder passt das bei dir? Hast du ein neues Setup? Wenn ja, dann schick mir das mal. Ja, ich habe noch ein bisschen rumgebastelt mit Bremsdruck und so. Warte mal. Was ist der denn? Ja. All those booby traps on the track. Benny, drück mal Daumen nach oben. Ach schon gut. Aber wenn ich was anderes Server ist schon offen. Müsste eigentlich. Ja. Na, ich will noch jemand ausprobieren. Ja.
Ja, das ist der andere Nummer gepostet. Ich gehe schon nochmal. Oh ja. Mhm. Okay, funktioniert. Was, ne? Nee, weil du eben meintest, ich soll nach dem Huckel bremsen, aber ich konnte nie nach dem Huckel bremsen, weil ich sonst die Kurve niemals gekriegt hätte. So, dann habe ich mal geguckt, Bremse im Pedal. Ich habe immer nur zu knapp 75% gebremst. Oh, Deswegen, okay. deswegen konnte ich praktisch immer volle Kanone in die Eisen gehen. Und nichts geschieht. Also nicht viel. Nein, nee, das schon, aber die Karre hat nie blockiert oder sowas. Nee, Ist jetzt doch hab geil, ich, Alter. Reifenflüsterer. Niemals Bremsplatten. Ist doch super. aber ich muss mega Voll früh der bremsen Mann, dafür. Alter. Aber dann müsste ich mega früh bremsen, da hab ich auch keinen Bock drauf. Also 100 Meter vorher in der ersten Kurve beim Start. Warum auch nicht, ne? Da erwartet bestimmt gar keiner. Gar nicht erst Gas geben. Direkt stehen bleiben. Nee, aber jetzt habe ich die Empfindlichkeit hochgedreht, jetzt ist das perfekt. Jetzt ist es immer noch genauso, ich kann immer noch reintreten wie nix und ich kann viel später bremsen. Ja, ich hatte bis vor kurzem, weil ich echt Probleme in meinen Potis hier unten im Pedal drin, die Auslöser. Da war er mega am Flackern, war Gas, Bremse und alles. Und dann habe ich mal die ganze Scheiße aufgeschraubt und entstaubt. Und seitdem, Alter, mega geil. Ich musste schon teilweise vorher die Pedale, die Dead Zone auf 5 oder 10% hochdrehen, damit der erst viel später anfängt zu reagieren, weil er die ganze Zeit noch Flackern war. Und ich wusste nicht, woran das liegt. Dann habe ich irgendwann mal gesehen, dass das vielleicht Staub ist. What? Ach so, das war das Tool, Alter. Ich dachte schon, wer redet denn jetzt hier, ey? Ja, ich bin was vom Weg updated. Ja klar, weil ich nicht auf dem Server bin, dann kann er halt auch nicht lesen. Musste dein Tool gleich nochmal neu starten, ne? Glaube ich. Oder Ich habe das schon gemacht, als ich getestet habe, muss ich das auch schon machen. Also das... Nee, ich meine, wenn du gleich den Server wechselst. Weil ich denke nicht, dass er sich reconnected. Es gibt also Icon. Was meinst du jetzt? Bei mir kam nämlich keiner, der geredet hat. Deswegen denke ich, dass alles normal ist. Warte, ich starte das mal eben neu. Weil er sagt mir jetzt nämlich Plugin fehlt. Ja, nee, das habe ich Kann nicht. aber nicht, weil es gerade die ganze Zeit funktioniert hat. Aber wenn du irgendwas fragen willst, so was offizielle Sachen angeht, kannst du auch in den Chat selbst reinschreiben auf dem Server, weil es ist ja immer ein Server-Admin mit dabei. Also was das Tool angeht, du kannst natürlich auch mal fragen, ob die mal checken können, ob du sichtbar bist bei denen, was das Tool angeht und so. Weil kann ja sein, dass das bei dir zwar anzeigt, aber nichts. Das hatten wir nämlich auch schon letztes Jahr. Was? Junge, die Vögel bei dir, ne? Du, als ob du im Vogelkäfig hockst. Alter, was will das denn? G-Motor 2 Error. Warum? Hey, geht's. Boah, Alter, das gibt's ja nicht. Ja, toll. Geht immer noch nicht. Was ist das für ein Dreck, ey? Ja, schön. Knackig da zwei Sachen geschmiert.
jetzt geht's wieder. Ich habe voll die mega geile Taktik. Ich fahre einfach mit Rennsprit raus. Voll die feindliche Regenstraße. Naja. Kann sein, dass der Grip jetzt ganz anders ist. Ja, ist ja auch ein neuer Server. Ich denke mal, der ist wieder auf Anfangslevel. Weil jetzt keiner gefahren ist auf dem Server. Und wenn jetzt gleich alle Leute im Quali fahren, wird es wieder besser. Ich merke das schon. Ja, ich glaube 21er Tief sind nicht mehr möglich. Wo ist der Server denn? Alter, was? Jetzt will der mir weismachen, DirectX Videoadapters? Was? Och nö, ernsthaft, ey. Boah, wie ich Effekt 2 hasse einfach.
Benny? Ja. Quali-Regeln so wie immer, ne? Kein Escape und Park Fermé. Heißt also, wenn du im Quali eine Runde fährst, sind dir fast alle Einstellungen fürs Rennen übernommen. Außer Sprit, glaube ich, und Lenksperre und Bremsen. Also überleg dir gut, was du machst. Macht Sinn. Ja, nee, ich wollte es dir nur gesagt haben, nicht, dass es dann meine Probleme gibt. Aber du kennst ja.
So, wollen wir mal gucken. Ups.
Das wird schwierig heute.
So, Benny, bist du da? Jo. Der Chat, Alter. Junge, er ist richtig am Eskalieren. My wife is difficult, okay. Boah. Krass. Dead leg. Guck mal, wie sie sich alle aufreihen können. Hier in Österreich habe ich zum Beispiel. Nee, war das Österreich? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, Valencia war's. Da bin ich einfach rechts an einen vorbeigefahren, hat mich ganz vorne an die Linie gestellt und da hat mir irgendjemand gesagt, stell dich bitte. Das war nicht so geil. Macht doch eh keinen Sinn, jetzt schon rauszufahren, wenn die eh alle ineinander wegheizen. Ja, eben, aber die meisten machen es halt. Ich glaube, ich werde mir aber den Platz zwischen dem 13. und 3. suchen, da ist gut. Wir sind der 11. Was für ein Display hast du eigentlich overhead? Hast du dieses V-Plugin oder hast du Standard? Das, was du mir geschickt hast, das V-Plugin. Das ist ganz gut eigentlich, ne? Ja, wie iRacing ist das. Ja, kann man so schön überall platzieren, wo man es haben will. Und Delta Best hast du aber auch drin, ne? Jo. Ja, alles klar. Wie sie alle langsam fahren vor der letzten Kurve, ey. Jetzt merken sie es auch. Alter, ey, was ist das für ein Train hier? Jetzt hab ich extra langsam gemacht, jetzt laufe ich auch wieder auf euch alle auf. Also hinter dem 23. ist jede Menge Platz. Boah, ich bin noch viel weiter hinten, bin hinterm 16. Also ich habe ja unten noch das Standard-Display eingeblendet, wo die Leute auf der Strecke sind. Jetzt haben wir wieder gut Grip auf der Strecke. Jo, Mike, das war's dann. Dem Colli.
Alter, was eine Runde mit vollem Tank. Ja, der Grip ist richtig gut und ich habe die ganze Runde Verkehr gehabt. Ja, ich aber auch. Jetzt muss ich wieder einen Platz suchen, wo Luft ist. Ja, ich habe hier gut Luft. Wo auf der Strecke bist du denn? Casino jetzt gleich. Ah, okay, ich bin schon unten im Hafen. Nein! Ah, fuck. Mal kurz nicht aufgepasst. Ach, bist du das da? Nee. Bin im Tunnel. Ah, der sah anders aus wie du. Auch grau und rot. Nee, aber Auto fühlt sich echt gut damit, Rennsetup. Ach, verdammt.
shit. Ich krieg keine gescheite Runde zusammen. Alter, ohne Frontflügel ist es auch echt Terror auf der Strecke. Ab welchem Platz gibt's denn Punkte nachher? 15. Und fürs zweite Rennen wird, glaube ich, die Qualifying-Reihenfolge der ersten 10 umgedreht. Ja, davon werde ich ja nicht betroffen sein. Oh, 20. Hui. Ey, wieso bist du 20.? Keine gescheite Runde. Na, 3 Minuten hast du noch. (23:2). Ich habe sie jedes Mal irgendwo weggeschmissen. Und fahr mal eine Runde nicht 100%. Vielleicht hilft das irgendwie. Bei mir hat es vorhin geholfen bei der 21,7, wenn du die Outlap ganz gemächlich fährst und nicht irgendwie schon auf Volldampf gehst. Boah, ich habe jetzt schön viel Platz hinter mir. Geil. Du bist gerade im Tunnel vor mir, ne? Kann das sein? Ja. Bin jetzt raus aus dem Tunnel. Ja, nee, das war's. Ich hab's wieder weggeschmissen. Ich glaube, ich nehme mal ein anderes Setup wieder, was du in Facebook geschickt hatte. Nimm das, womit du am besten klarkommst. Ja, seitdem ich das andere von dir benutze, klappt's irgendwie nicht mehr. Bam, Junge! Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Scheiße. Warte mal. 10. Geil!
Alter, das ist ja mal mega, das Setup, ey. Alter. Da, was du mir geschickt hast, oder was? Ja, ja, das, was ich gerade benutze, genau. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ich bin damit gute 1,5 Sekunden langsam damit. Weiß auch nicht, Ja, was wie los gesagt, ist. dann nimm das, womit du besser klarkommst. Ja, kann ich ja nicht mehr wegen Park Fermé. Super. Ach, stimmt, scheiße. Warte mal, was kannst du denn noch ändern? Ja, Benzin kann ich ändern. Lenksperre, Bremse. Lenksperre, Frontflügel, Brake Map. Ja, Brake Map kannst du noch ändern? ja, Also Engine Brake? ja, ja, Engine Brake Map kann ich ändern. Was hast du das jetzt stehen gerade? Auf 2. Ich glaube, das war vorher auf 0, kann das sein? Ich meine, ja, mach mal wieder auf 0. Also heißt die mehr Engine Brake Map, also das heißt ja eigentlich Engine, wie sagt man, Motorbremsreduktion heißt es auf Deutsch. Je höher der Wert ist, desto weniger bremst das Auto, wenn du einfach nur vom Gas gehst. Durch den Motor. Wenn du das zum Beispiel auf 0 stehen hast, dann bremst der in den Kurven ziemlich krass ab. Nur mit dem Motor. Das kann aber dazu führen, dass du eventuell ein bisschen Übersteuern kriegst beim Anbremsen, weil natürlich der Motor zieht an den Reifen. Und wenn du das Ganze auf 6 stehen hast, glaube ich, dann musst du viel mehr mit den normalen Bremsen arbeiten. Hast aber dann auch weniger Probleme beim Anbremsen. Also musst du dann entscheiden. Ich glaube, ich hatte das aber vorher auf 0 stehen. Ich habe es dann auf 2 hochgedreht, weil mir das ein bisschen zu krass war beim Anbremsen. Da ist mir nämlich jedes Mal das Heck gekommen. Eins zwanzig vier. Boah. Obwohl, da wäre ich vielleicht auch noch rangekommen. Nee, wäre ich nicht. 21,0. Krass, ey. Ja, und wie lange ist jetzt Warm-up? Ähm, Das müssten nur ein paar Minütchen sein. Ich glaube 4 Minuten oder so. Ich bin immer eben kurz für kleine Rennfahrer. Ja, ja.
So, da bin ich wieder. Keine Recon Lab, ne? Direkt zählt von einer Minute runter, direkt Formationsrunde. Was nochmal? Ich sag keine Recon Lab, sondern zählt von einer Minute, glaube ich, runter oder von 30 Sekunden und dann direkt Formationsrunde. Okay, gut. Kann man den Discord, den Chat rechts ausschalten? Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Kacke. Alter, 21,9 mit RAM-Setup, ey. Wahnsinn. Wow, durch Strafen bin ich 3 Plätze vorgekommen. Dann bist du jetzt 17. 20. Ja. Bist aber immer noch hinter mir. Verdammt. Ich meine mit dem Reverse Grid, ich glaube, das könnte mit den Rennen 1 Positionen zu tun haben. Nicht mit dem Quali. Also je nachdem, wo du in Rennen 1 endest, sagen wir mal, endest als 10. irgendwo, dann bist du, glaube ich, Erster oder so? Ich weiß es nicht genau, wirst du ja gleich sehen. But this could be a completely different jeden Fall so ziemlich all cool. of the drivers out there have got to be very focused. Gerade hier in Monaco, wenn du da weit vorne startest, dann kannst du den Trulli machen. To cope with Naja, erst if mal they are gucken. not prepared 7 for Punkte. it. 15. So Das only, ist es. Ziel ist only a Ziel. couple of drivers going out there and actually Oder setting Ziel, ja. laps in the warm-up session as it comes to a close. But Maciej Ich denke mal, Minek Punkte wirst du hoping that kriegen. once again this Wenn die sich is da a in der race ersten with Runde his schon name abschießen. all over it. Should be a really interesting one. Hello Und to so krass everybody ist es hier on nicht wie the in anderen chat Ligen. Also box da on YouTube sind as eigentlich well. noch alle Should be a ziemlich really interesting one with gesittet. myself, Jake Sanson, in the commentary box for both races here at the Formula Challenge for Round 6 Monte Carlo. The Aber auf die Monaco vordersten Grand Leute musst Prix. du Now, aufpassen, of wenn die course, hinter these dir two sind, sprint ey. races So, are so going to ein be very entertaining Miniac oder wie indeed. der We heißt, know oder everything that so ein Liam Duval. is going to be Ey, die intense about sind this one, knallhart, particularly wenn es because ums these are the Überholen guys, geht. of course, Die who drücken have sich auch in der lesser Haare vorbei, wenn es sein experience muss. than the big league drivers in the Super League, and that means that everything is going to be just that little bit more intense. And if we see a few incidents in this one, it could get quite messy out there. So if you have any particular predictions going into this one, then do please, of course, share them with us on the YouTube channel. It should be a very interesting Die race. Karre hat aber We, keine say so ourselves, Startautomatik with, oder the so. first two Doch. races getting underway very shortly Kannst du indeed. das erst belegen? Jo, After ich würde es auch a very machen. fast Ist ziemlich and gut. frenetic qualifying session. Dann kannst du Now, of course, what probieren, comes next is the wenn action du die itself. Startautomatik And eingeschaltet obviously, hast und die Ampeln auf Monaco leaves grün gehen, absolutely no room for nicht error. The Vollgas widest part of the circuit is the losgehen, start-finish sondern straight. also And, there's gonna be Dreiviertelgas oder 26 of them Halbgas. all piling into that first Und corner dann mit dem in Knopf, the wo du hope die TC that there's not ausschaltest, going to be too much trouble. so Although ein Matthew bisschen Alex den says Wheelspin my kontrollieren, prediction is dass die lots erstens of die drivers Drehzahl will nicht hit trouble. abkackt I'm willing und to du aber noch believe you nicht zu there, krassen Matthew. It's Wheelspin not hast und an dann easy kommst du circuit, richtig, this. richtig And of schnieke weg. course, all Also of hat the mir drivers schon are 3, going 4 to Mal den want to Arsch perform gerettet in well dem here Rennen above hier. anywhere else. This is still the jewel in the crown of Grand Prix racing. Erstmal And as gucken, we erstmal get durch Kurve ourselves 1 kommen. underway Ja. for Ich will racing nicht mal einen very shortly überholen. Wenn es sein muss, überholen mich auch Leute. Ich will nur durch Kurve 1 Wenn kommen. es nicht anders geht, kannst du auch über dieses Boxending fahren. Musst halt nur gucken, dass du da keinen überholst. Also ich denke mal, da werden die auch nichts sagen, wenn es nicht anders geht. And they're not going to find it so easy with very little room So, to los play with. geht's. So let's talk you through the grid once again as the Aber drivers Einführungsrunde kommt. are making Ja, ja. their way around the rolling lap shortly. Maciej Minek, Chris Ja, Shepherd on fahren die the da front vorne row of los the oder grid, nicht? Johan Lindberg and Ja, Matthew die fahren. Marquardt on the Oh, ich sehe dich da second row vorne. of the Ganz. starting grid. Patrick Gerber lines up in Q5. Alongside him is Mike Quint. Then it is Menno Klont in 7th on the starting grid for Roy Schroeten. David Ganz Woods wichtig, Bremsen auf Temperatur bringen, weil das hat vielen in der ersten Kurve schon das Rennen gekostet, weil die einfach gerade ausgeschossen sind.
Roy Brazil. Reifen sind nicht mal so wichtig. Thomas, Andrea Miriosa, Wesley Stefano and Bruno Sousa Ferreira, Kenneth Ragland and Paul Joseph, Mark Preston, Ben Royska, Rienke Hoekstra. Boah, die ganzen schnellen Leute sind hinter mir, scheiße. Die haben auch alle Strafen gekriegt. Aber fast 30 Leute, ne? Krass. An astonishing gap between each of the drivers out on the starting grid, but the cars are now negotiating their way around the circuit. Now, obviously we had qualifying, but we've also had penalties to take into account, so several drivers are obviously a little further down the grid. So Matthew Marquardt is actually on pole position, Patrick Gerber second, Mike Quint is third, Menno Klont in fourth from Roy Schroeten, Johan Lindberg, David Junt, Tuomas Correala in eighth position. Maciej Minek was fastest in qualifying. Of course, he now has the lineup in ninth position. Then we have Liam Duval in 10th place, James Early in 11th, Terence Brecht is 12th, Philip Koenig is in 13th place, Clemens Wild in 14th, ahead of Thomas Andrea Miriosa, Bruno Sousa Ferreira in 16th on the starting grid from Kenneth Ragland in 17th, Paul Joseph is in 18th position, Breslin 19th, Ben Royska is 20th, Brett Metcalf is 21st, Nicholas Dimitris is 22nd, although I noticed that Dimitris is looking likely to be starting from the pit lane. Simon Watman is 23rd. Chris Shepard, who qualified Ja, mal sehen, was hier abgeht. Jo, lass dich nicht killen in den ersten Kurven. Und lass es ruhig angehen. Du hast genug Gelegenheit und spar deine Reifen bis zum Ende auf, wenn es geht. Du weißt, wie gut ich darin bin. Ja, deswegen sag ich's ja. So we are about to head into the unknown as the YTF1 car of Matthew Marquardt is on pole position. Now this is going to be particularly interesting with the Bastwick Grand Prix driver Patrick Gerber alongside him. Scuderia Basilia's Mike Quint in third from Menno Klont in the Stax Racing car. And then of course Roy Schroeten in the Thunderdog and Johan Lindberg in his YTF1 car. Should be a very interesting motor race this one as the final few drivers get themselves direkt zwei überholt. starting grid. Nicholas Dimitris starting from the pit lane. Race is underway shortly here in Monaco. We're racing. Good start by Marquardt. Gerber's going to get him alongside. He can slot Ja, geil. Das war's. Rennneustart wahrscheinlich. No trouble. Alter, ich hatte so einen geilen Start, verdammt! Oh my goodness. Red Flag. Red Flag, ich wusste es! Alter, geil. Boah, ich hatte so einen mega Start, direkt am Start 2 überholt, in die Mitte, Alter. Help me, help me! Wie geil ist das? Ich hatte auch ein oder zwei überholt und dann... Ich hab nur gesehen, wie der Typ da vor mir sich überschlagen hat und dann... So gut, ey. Ich hab das schon von Weitem gesehen. Ich denke so, da liegt einer auf dem Kopf, da gibt bestimmt eine rote Flagge. Ach ja. Die erste rote Flagge, seitdem ich hier bin, krass. Ich starte, bam, sofort rot. Nur weil du gestartet bist. Just watching it back Oh, again. geil. Big pile up into the first corner. It was one car that went up on two wheels. Aber hast du eigentlich gesehen, wie vorsichtig die doch eigentlich waren in der ersten Kurve? Ich hätte jetzt mit mehr Rumgerempel gerechnet. Das war heftig, ja, wenn man andere Sachen kennt. Ne? Ja, aber echt, ey. Erste Kurve, ich gewinne das Rennen, so, weißt du? Locker easy. Und ich sag mal so, im Grunde ist die Einstellung nicht allzu verkehrt, weil wenn du an einem schnellen Kollegen nicht vorbeikommst, direkt in den ersten 2, 3 Kurven, dann ist es meistens schon zu spät, dann ist der nämlich weg, weil in der Dirty Air kommst du nicht so schnell hinterher bei dem, außer der ist deutlich langsamer als du. Also, naja, egal. Take two. Was ist denn die Behinderung, ey, ohne Scheiß. Ach, scheiße, ich wollte noch schreiben. Cut. The start of this race as we return to the pits and everybody gets their cars noch eine Aufwärmrunde, ey. and hopefully we'll be straight back Wie oft wir into das the heute race. machen müssen. Ich glaube, es gibt maximal 2 Restarts. Here we go. And it's going to be a very interesting one this time. So we're going to go round again. Gibt's hier einen Safety Car oder so? Rolling lap. Nein. Sonst hätten wir keine rote Flagge, glaube ich. This time about. Well, Also ich glaube, es gibt einen KI-Safety Car, aber...
I didn't think it would Das happen bringt ja that nicht early. viel. It looked as Ja, if das it was hätte going aber okay eigentlich for kommen the müssen dann in first der initial Situation. getaway. Ja, eindeutig. All it took was a Aber nee, tiny mein little Frontflügel error, war weg, von daher wäre. and Hä? it all Wieso went bin ich denn hey-ho jetzt? after that. Wieso bin ich jetzt links? So, Matthew Marquardt on the front of the grid. Patrick Hä? Gerber in second position. Mike Quint in third from Menno Okay. Plant. Roy Schroten, Johan Lindberg, Startet jetzt David auch links. Ach, da Jont, fehlte ja einer, Thomas stimmt. Coriala, Maciej Minek starts ninth, and Liam Duval Was in passiert, 10th wenn ich jetzt position. hupe? So this is going to be an interesting one. Ja, weil die Karre noch Hupen haben. We'll still have Na, hör mal 20 zu. laps, so it's going to be an interesting one. And of du course, gehört? don't forget Ja. that 20 laps, not only that, but we're also going to have a second Egal. race to do this as well. Now I'm trying to remember the last time we had multiple restarts. We go around for another formation lap, of course. So we get an opportunity Aber to das show the Starten an sich war cars mega this time easy. round. Ja, ey, bei mir auch. Ich bin losgefahren und dann links war einer, rechts war einer und ich bin einfach nur in der Mitte durch. Und dann in der ersten Kurve, glaube ich, nochmal 2 außen überholt. Weil die zu vorsichtig waren. Aber das hätte War fast ja nicht gepasst. irgendwie- Da. Ich war ja irgendwie schon 12. nach der ersten Kurve, wie ich innen durch bin. Also auf der Strecke innen, nicht auf dieser Boxendings. Ja. Aber wäre dieses Getümmel dann nicht gewesen, ey, dann wären mega geil den Berg hochgekommen. Direkt irgendwie 4, 5 Plätze geschnappt. Was machen die hier, Alter? Warum bremsen die so? David Jont, Tuomas Coriala, Maciej Minek, Liam Duval, James Early in 11th. Please don't roly-poly this time, James. Terence in 12th. Philip Koenig, Clemens Wilt, Thomas Andrea Merliosa, Bruno Sousa Ferreira in 16th from Kenneth Ragland, Paul Joseph, Mark Breslin, Ben Royska, Brett Metcalf in 21st, Simon Watman in 22nd, from Chris Shepherd in 23rd, Bastian Paisler in 24th, from Roy Vazil, Wesley Stefano, Riank Hoekstra, and Nicholas Dimitris, who is going to be starting this race from the pit lane, I do believe. Well, the Kirky Life has just written on YouTube. I've commentated on GPV for 4 years. Don't think I ever saw that before, from Porsches to single-seaters. Well, Boah, das it's ist. bound to happen once in a blue moon. Überleg mal, was in der Super League dann erstmal los ist. Die sind ja 3, 4 Mal so schnell, die Karren, wie die hier und Stay doppelt so clean on the breit. first lap, guys. You can Ach, not Scheiße. win a race on Ja, the ja. first lap, but you Das can sind ja so richtige definitely use it. 217er Autos. As the drivers make their way around the final Das sind auch nicht viel couple of weniger corners Fahrer als hier. at Monaco. It's all about precision. Okay, die haben auch viel mehr It's about Gruppe als being wir, aber feisty, trotzdem. It's about being strong, but it's also about nailing it just so. So here we go, So, take ready two. for action. Ja. Hoffentlich gibt's kein drittes. Matthew Marquardt on Rennen pole 2 wird auch position. lustig. Patrick Gerber second from Mike Quint, Menno Plant, Roy Schroten, Johan Lindberg, David Jont, Tuomas Coriala, Maciej Minek, Liam Duval. So, So, will we come keep it on. clean this time? Is it going to be another good start for Marquardt? Gerber was quite sensible on the first initial getaway. He just filed into position and just let it all happen around him. Riank Hoekstra gets himself into position. Dimitris will start from the pit lane. So let's go racing again in Formula Challenge. The lights come on. We're ready for Monaco. Hold it. Hallo. We're racing in Monte Carlo. Und schon wieder. Good start from Matthew Marquardt again. Patrick Gerber again slots in front of Menno. Zum hat's mich getroffen. Menno Plant gets a good start to tuck in. Everybody slipstreaming through. Is there more drama? Yes, there is. It's happened again. Das gibt's doch gar nicht, ey. Schaffen die es nicht, durch die erste Kurve zu kommen? Chaos. Oh, Roy. Well, there's a couple of cars in the wars. Everybody else just trying to sort themselves through. And I think we're going to get another restart. Oh, Roy Schroten. Mein Frontflügel hat ein bisschen Ja, beschädigt. ich wurde umgedreht. As he desperately tries to get going again. And we've got a couple of cars in the barriers. That is Bruno Sousa Ferreira and Benjamin Royska. Now, we've got going again. So, actually, all the cars are still running. Now, Matthew Marquardt Kann ich nur hoffen, dass ein paar Leute in die Box kommen wegen Frontflügel. Weil ich bin 19. Ey, scheiße. Ich bin 27. mit Riesenrückstand. Ich habe einen genau vor mir, aber danach ist eine große Lücke. Pass auf, in der Hafenschikane steht einer. But this time it looks as though the race is carrying on. So Marquardt leads as we go out of the swimming pool for the first time. Gerber in second from Quint, Clark, Lindberg, Coriala, Junt and Linek. That's your top 8. And things are already looking pretty interesting as several drivers, I'm sure, will be into the pits at the end of this first lap. Okay, da kommen welche in die Box und ich bin schon dran an den vor mir. Das ist Just by gut. staying out of trouble. Works his way through. He's got Roy Vazil alongside him, but he can't quite get through. Philip Koenig is in the pits. Several others will be too, I fancy. What
about Andrea Mihar Riosa, the GP Academy driver. Wesley Stefano is definitely in. Simon Watman spins coming out of the final turn. Oh, Simon, I know you're a new boy, but that is a big mistake. Bruno Souza Ferreira is in the pits as well. Roy Schroten carries on, so I think that's all the chaos we're going to get from this one. But Matthew Marquardt leads the way. Oh, Thomas Coriala having a great scrap with Milik, and Coriala's lost his front wing. So Coriala in all of that has lost his front wing. I want to see that again, because David Junt was actually Boah, das war knapp im Tunnel, Alter. Boah. So I'm just watching the replay as David Junt has got close to Coriala. Oh, Coriala spun it into the wall, and that's how both Junt and Linek got through. Absolute disaster for Coriala. So Junt is into 6th, Linek is into 7th. Liam Duval has got his way up the inside as well. Coriala's going backwards into the wall. Oh, big mistake for Thomas Coriala as he keeps the car going, but he's going to have to come into the pits without any shadow of doubt. Meanwhile, Matthew Marquardt completes lap 2, way out in front. So Patrick Gerber in 2nd position, trying to get away from Mike Quint. Menemel in 4th from Lindbergh, Junt, Linek, Liam Duval, Terence Grech and James Early. That's your top 10 at the moment. So we're just trying to see, everybody is still circulating. Thomas Coriala is in 18th position in the pits. But despite that chaos at the start, we have got all 28 cars that started the race still running it. So that is good news. No need for the second red flag then, which is good. So Matthew Marquardt leads the way. Patrick Gerber is only 1.2 seconds behind him. So it's looking good for the race leader. Marquardt in a good position at the moment. Gerber and Quick close behind. They're still challenging each other for 2nd position. So what can the Baspik Grand Prix driver do about the Scuderia Brasilia man behind him, who is holding the fort at the front of the field for his teammate Maciej Linek, who is up to 7th position. It's a good run for him so far. There's probably a little bit more to come from him as far as he's concerned. The race continues on here at Monaco. First of 2 races, of course, here today in the Formula Challenge. But Marquardt is your leader. All about composure. You've just got to stay out of trouble here. You've got to stay out of the wall. You've got to be fast, but you've also got to be smooth. Gerber and Quint running well. Plant in 4th position. Lindbergh, Junt, Linek, James Early is behind Duval and Terence Grech. I think we've had a battle or two as Chris Shepherd has now moved his way up to 13th position. Shepherd is a good one to watch, actually, because he's working his way through the field pretty well. He's up to P13, right on the back of Mark Breslin. Swarming around as they go through the left-hander, down the drop, out of Casino Square, and down towards the Mirabeau. There's Breslin, right in front. Now is Chris Shepherd going to go for that lunge into the Lowe's hairpin? No, he thinks better of it. Oh, Shepherd's a little bit hesitant on the way through. Okay, jetzt habe ich schon mal einen Punkt immerhin. Naja, ich krieg dieses Rennen keine Punkte. Mein Auto ist total demoliert, weil in der letzten Kurve standen 2 Leute. Einer vorne und einer innen und einer außen. Keine Chance. David Junt settling well in the Red Hour racing car after his early part of the season in the Downforce racing car. Was that brushing the barriers there? Goodness me, Junt is working hard. Maciej Linek is close, fastest driver on the racetrack. Jetzt 22. aber viel bringen wird mir das nichts. It hasn't quite been enough to force his hand to go faster. So Junt is working hard. Marquardt is leading, but the gap is still only 1.3 to Gerber and Quinn. Menno Plant in 4th. Lindbergh, Junt, Linek, Duval, Grech, and Early is your top 10. Clemens Vilt in 11th from Mark Preston. Here comes Chris Shepherd up the inside. No, he thinks better of it. He decides to wait. If he gets a good run out of the first corner, he's got a good chance here. Up towards Casino Square again. This is his chance. He'll have to think about it, but it's really difficult. Oh, contact! Wilt has gone and Shepherd's had nowhere to go but into him. Oh no, Clemens Wilt. Big disaster right in front of these two. He just lost it coming out of the Casino Square. Well, we knew there were going to be an incident or two in this race. Bill just clips the curb on the inside barrier, loses it getting back on the throttle, and Shepherd has nowhere to go but into him. Oh, disaster.
What a terrible mistake for Clemens Wild. It happens, but unfortunately it's ruined his motor race. Now Marquardt is steadily being closed in by Gerber and Quint. They are not going to let him run away with this victory. So they're still pushing on. But it's going to be tight. Marquardt, Gerber and Quint, the leaders at the moment. Enoclot still fourth. Lindbergh is fifth. From Junt, Linek, De Waal, Grech and Early. Now Mark Preston is in 11th position. Chris Shepherd has to come into the pits. Too much damage to Alter. And we're already on the 6th lap of the race, and Chris Shepherd's day is already even more painful than it already was. Second fastest car in qualifying, and he's right down the back. Not his fault on that occasion. Out of the pits goes Kenneth Ragland. He's now a lap down, so he's obviously sustained big damage somewhere. But Marquardt is 0.8 of a second ahead of Patrick Gerber and only 1.1 ahead of Mike Quint. Mike Quint's going to have a look to try and dive down the inside of Gerber. He thinks better of it. In the chicane. Up the straight, towards to back, through the left-hander, and up towards the swimming pool. It's going to be really close between these guys as they continue to push on. Now, Quint has got to basically hedge his bets here. Should he go for Gerber? Oh, he is going to go for Gerber! Up the inside of the Raskas, he's very lucky. There was a little bit of contact on the rear wheel to the back wheel. But now that looks like Matthew Marquardt getting past Dimitris. Dimitris is being lapped. Now this could really help Marquardt because he's got through before. Turn one, contact! Gerber's gone into the wall! And that's also taken out Clint. Oh, it's taken out Menno Klont. Klont's got damage. Oh no! Patrick Gerber in second position. Oh, das ist dann wahrscheinlich noch ein Platz, weil der vor mir auch in die Box muss. Dimitris ran sideways into Gerber. Nothing he could do. Menno Quint got away with it. But Patrick Gerber is out of contention with big damage. 11. 10. Tagged into Dimitris. Oh, what a shame. What a shame for Patrick Gerber. Big damage. Just moves aside and lets Paisley go through. Well, that's game over for Gerber. We did say there was going to be trouble. And that's James Early, isn't it? No, sorry. Who's that that's gone as well? I think we lost another car off there. I think it's Nicholas Dimitris. Nicholas Dimitris has pulled off and out of the race. So Dimitris, yeah, he pulled off right at the Vorsicht, aus dem Tunnel raus liegen Teile links. Mirabeau, and his race is over. So problems then for, I apologise for getting those two confused, Nicholas Dimitris in the Red Arrow car. Of course, his teammate is David Junt, and the very similar TTF racing car of James Early. Apologies for getting that confused. But there's a big problem there. Matthew Allington asks, double YTF1 podium on the cards. It's not far away, is it? Johan Lindbergh has only got Menno Klont in front of him, and I thought Menno Klont took damage. Well, he did take damage, but the question is it enough damage to affect his composure? Can he keep the car running in a straight line? At the moment, the answer is yes, as Patrick Gerber comes into the pits from 13th. Game over as far as the win is concerned. Well, this is great news for Matthew Marquardt, because now he has a lead of 1.9 seconds over Mike Quint, who was very, very careful in getting away from that incident. He managed to avoid most of the carnage. So Mike Quint in second. Menno Klont is third from Johan Lindbergh in the second YTF1 car. Junt is fifth. Matches Minek. He's having a go, though. Here comes Minek. He's going to dive it up the inside into the Nouvelle chicane. And that's beautiful from Minek. Absolutely perfect overtake. What a sensation this man is turning out to be in the 2017 season, no matter what he gets into. And he has got into a lot this year, Formula Challenge and a few Super League races. But now he's up to P5. Well, the way this race is going, it could even be the podium. Marquardt still leads. Quint second, Klont third from Lindbergh, Linek, Junt, De Waal, Grech, Early and Breslin. Now, Mark Breslin is being chased down by Bastian Paisler. Roy Bazil is 12th. Brett Metcalf is under some pressure. Here comes Roy Schroten. Metcalf defends. Oh, Schroten has nowhere to go but turn into him. And Schroten is going to have to give way and let him go. Oh, that was close. Now, in the Academy car, Thomas Andrea Mijarosa is there in 15th. Joseph in 16th from Koenig. Shepherd, Bruska. Patrick Gerber's rejoined in 21st. Coriala has overshot the chicane there. Stefano
Carrera, Hoekstra, Wattman, Wild, Ragland. And then our one retirement from the race, of course, as we know, is Nicholas Dimitris. So Marquardt is still doing well. Borja Milan asks, wasn't Maciej on pole? What happened to him? Well, he had a 10-place grid stop penalty. Jetzt hänge ich wieder hinter einem fest, das gibt's doch nicht, ey. So did a few other drivers around him. So he ended up starting in 9th position in the end. So good work this from Maciej Minek to move up into 5th position as Matthew Marquardt and Mike Quint both get past Hoekstra, but interestingly Marquardt was held up and Quint is now not far away from him at all. I think the gap is only about a second. Marquardt over the line, Quint over the line, it's 1.2. So Marquardt lost a good 7/10 of a second trying to get past the back marker there. Mike Quint is pushing on and he feels like a win could happen. Meanwhile, Maciej Minek has caught up to the back of Johan Lindberg. So now he could be P4. And Daniel Brambilla says that Roy's suspension is damaged. That sounds about right. I'm not entirely sure how that's happened. Probably in the little bit of melee he had earlier on. But Roy Schreuten is doing the best he can to continue to motor around. He's in 13th at the moment in front of Brett Metcalf and behind... Oh, Chris Shepherd battling it out with Andrea Miroza, and Paul Joseph has come together with Philip Koenig. So Philip Koenig, that Komm was schon, a noch good zwei little battle they Plätze. had going on there. Chris Shepherd was just in front of them. I'm just going to watch this back on the replay. Looks like a mistake. Well, Shepherd went for the move on Andrea Miroza. It didn't happen, and as well, that looked like as there was a hesitation from Joseph. And as a result of that, Koenig dives up the inside into the second part of the chicane, and it wasn't going to work. Oh, das ist aber nett, ey. Joseph is still stuck in Das the finde ich barriers, gut. and that has tightened up the battle for the leaders, because Lindberg has now got Linek right underneath him. So the third place battle has Klont, Lindberg and Linek nose to tail. Now, what is happening to Joseph? Joseph has finally got the car restarting Boah, again. Startziel, viele Teile. But a Links long, und long rechts. way down now. We're on to lap 11. Halfway home. Matthew Marquardt looking for the victory. Just been watching the replay back on Shepherd as he tries his best to make the move on the new boy in the academy Jetzt bin ich car, Zehnter, Thomas endlich. Andrea Miroza. Marquez leads in front of Mike Quint. The gap is a second. Menno Klont, Johan Lindberg and Maciej Minek all managed to get themselves past René Hoekstra to lap him. Junt is 6th. Bresch is now 7th from Duval, Early and Bastian Paisler. So that's your top 10 at the moment, but it's set to change at this rate. Menno Klont hanging on to 3rd. Johan Lindberg has Maciej Minek right behind him. Philip Koenig has just allowed them to lap him. Patrick Gerber's working his way through the field. He's just got past Ben Roysk. And Thomas Andrea Miroza is now taking on Brett Metcalf, so there's battles everywhere here at Monaco. But Johan Lindberg is focusing all his attentions on Menno Klont. Meanwhile, further up the road, Mike Quint is getting into Matthew Marquardt's times here. And the gap is down to 0.8 of a second, so Mike Quint could be on course for a victory here. As Jeffrey47 says, Quint is closing in on Marquardt. This is going to be really interesting, this battle, as it tightens up. But the third place battle is pretty intense too, as Maciej Minek sizes up Neunter, to jawohl. Lindberg, thinks better of it. But now Lindberg is second-guessing himself. Whoops! Behind him, into the wall goes Koenig. And Liam Duval is in the pits. Now, why is Duval in? He's gone off on the previous couple of corners. So Duval made a mistake coming into Tabak, I think. And that's what's cost him his chance in the race. So he's hit the wall, and Duval is in trouble. So that promotes Ailey to 8th position, Paisler to 9th, and Mark Preston is now 10th. We're on lap 12 of 20. Matthew Marquardt leading the way here, looking for an opportunity to win. Menno Klont has been caught by Lindberg and Linek, but Linek looks like he's got Lindberg sized up on the way down to the Nouvelle chicane. Zahlen deine Reifen? Oh, it looks like the front Zu wing's come wenig. off. Is that Linek's front 70er wing? Bereich. Well, it's certainly a piece Nee, of weit bodywork. runter. Linek very nearly crashes into the back of Lindberg's car. Meine Karre ist ja auch halb It looks kaputt. to me as though a piece of bodywork Ich habe came auch noch off einen of halben Linek's Frontflügel car. dran, ey. I just want to watch the replay. Ich habe auf beiden Seiten Schaden We're am in the tunnel. Frontflügel. Either that or they Ja, run ich ja over auch. somebody else's bodywork. I'll double check. No, now it was up the road. Menno Klont ran over the front wing of somebody else. So that's what happened. Apologies there.
Now Mike Quint is on the very back bumper of Matthew Marquardt now. Ich habe noch ein Brett da vorne dran. Keine Endplatten mehr. He went off the circuit Ja, on ich the way auch. down to the Nouvelle chicane. He hit the barriers. So that's what Menno Klont ran over. He ran over the front Aber wing. das fühlt As sich Minek noch goes up the erstaunlich gut inside of an. Lindbergh, side by side, and he's through. Mag vielleicht auch an den Great Reifen move from liegen. Matches Minek on the exit of turn 1. He kept the space, gave Lindbergh enough Bei mir room, geht's eigentlich auch noch. made sure he went through in a P4. Brilliant work from Linek. Also ich hole hier Sekunde um Sekunde auf, das ist Now he's Wahnsinn, ey. just one place away from the podium. Ich denke mal, die anderen haben ihre Reifen schon kaputt gefahren. Ich habe noch 4 Sekunden auf dem 15. Ich hol auf. Ich bin direkt hinter dem 8. Und der hat jetzt noch Verkehr vor sich. Achtung, im Tunnel rechts Einfahrt, lichten Frontflügel. Mike Quint has an opportunity. He almost goes into the wall there. Trying again, and Chris Shepherd is in the pits. Oh dear, poor Mike, poor Chris Shepherd. He lost his wing quite a while ago. We'll double check how that happened. I'm just watching the Maciej Mlinek move on Johan Lindbergh again. He sized him up. Lindbergh went wide at turn 1, and Mlinek just stuck his foot in and said, "I'm going for you, mate." Beautifully done, very beautifully done. Jawohl, Alter! Der letzte Kurve außenrum überholt. Ah, wie geil, ey. He's now right on the back of him. Now, what can Matthew Marquardt do to shake off the attention? Der James Early war diesmal late Quint dran, is working Alter. hard here to close Matthew Marquardt down and put him under pressure. Matthew has just got to keep the pressure cooker in his advantage here. They've got more back markers to lap. Breslin's out. From the top 10, he spun it into to back, and the car too badly damaged. So Breslin is out. Now that means that it's Marquardt from Quint, Klont in 3rd, Mlinek in 4th, only 9/10 of a second behind Menno Klont. Lindbergh is 5th from Junt, Greg Paisler early, and Roy Verzil is now in the top 10. Ian de Val's back up to 11th, despite his incident. Metcalf is 12th from Andrea Miariosa. Gerber is up to 14th again. Royska 15th from Stefano, Sousa Ferreira. But this is the battle up front. Mike Quint on the back of Matthew Marquardt. And it's a similar story with the other. It's a similar story with the other Scuderia Basilia, as Maciej Mlinek makes a look on Menno Klont. So a battle for first, a battle for second. Now Mike Quint has dropped a long way back. What happened there? He was right on the back of Matthew Marquardt. But what happened? Into the Rascasse hairpin. I think he made a mistake. Oh, yes, he did. He hit the barrier twice. Matthew Marquardt hits the barrier twice. And the back end of the car is sliding. He's got suspension damage by the look of it. Ah nein, Roy Schroten ist schon wieder ausgefallen, Alter. He's in real trouble. Der hat beim letzten Rennen schon Real trouble. Disconnect gehabt, in Führung liegend. So Matthew Wieder am Platz. Marquardt can basically control the pace of this race. The others are 10 seconds back. All Matthew has to do is just keep Nee, der war hier straight hinten, der line war and 2 he's done Plätze it. vor mir, als es passiert so. ist. Mike Okay. Quint is struggling with a crippled car. There's no way that car is going to be easy to drive now. And as a result of that, it's all going to be a difficult one. Now, Menno Klont is struggling in 3rd place as well. Maciej Mlinek is closing up. But because he can't get by, Johan Lindbergh in 5th position Aber dadurch is hast du den closing Platz up, gewonnen, and glaube ich, David oder? Junt is catching them all. Greg in 7th. Ja, bin jetzt Pace 15. from early Ja, Brazil, endlich ein Punkt, Navarre geil. and Metcalf. But Matthew Marquardt in 1st. Mike Quint is struggling in 2nd position with a car that's really a handful now. He hit the wall big time in the final turn. So he's trying his best to keep the car pointed in the right direction. And how is he managing that? He's still only a second behind Marquardt. This is an incredible run from Quint. He's obviously taken damage, but he's still able to keep it on the straight line. Jeffrey Ford is Boah, endlich habe ich den letzten Sektor mal geil hingekriegt. Direkt eine Sekunde aufgeholt. Matthew's feeling right now. I don't think I can repeat how he's feeling right now. The pressure is going to be that intense at the moment. And he knows at this point it's his race to lose. Ah, 4 Runden Meanwhile, noch. Daniele Bambilla says, thrilling race, another reason why Monaco has to stay. I completely agree. It's not a modern racetrack. It is not a proper Grand Prix circuit anymore. It is not of the same standards as all of the others. But I tell you what, for a one-off blast, there is nothing quite like it. Now, Maciej Mlinek, still on the back of Menno Klont. Johan Lindbergh in 5th position. He's lost a bit of time there. I wonder if he's gone into the barrier.
Thing is, if you go into the barrier but not too hard, you can still keep going. We've lost 5 drivers so far. Preston, Schroeton, Coriala, Hoekstra and Dimitris. But how is Menno Klont going to cope with Maciej Minek breathing down his neck? Quint is actually back on the tail of Marquardt. Surely he can't be able to run that quickly compared to Matthew. But he is. I could have sworn he'd had more damage than that. But apparently not. Well, Maciej Minek continues his charge after Menno Klont. What if Mike Quint wins this despite hitting the wall? Oh, no, they've got a spun car. That's Metcalf. Metcalf has spun it a turn. Das wird jetzt aber knapp mit den Formen, ey. 2,3 Sekunden noch. 3 Runden. Scheiße. Chris Shepherd, heart in mouth as he dives through. Oh ja, jetzt ist noch 1,6. Komm, mach noch einen Fehler. Goodness me, that was close. Now Menno Klont has got Maciej Minek all over the back of him. Minek thinks he can go for the podium. I think he can too. Klont is defending. Minek is having to be very tentative. Mike Quint is right on the back of Marquardt. It was 2/10 of the last split. I wonder if Quint's had another incident, because he was right behind him. I'm just watching back again. Mike Quint had a go at Marquardt. He had a go up the inside and contact. So Quint was very lucky to keep going. Maciej Minek, meanwhile, is having a look at Menno Klont into the chicane. He's going to nudge him. He does. And somehow Minek gets the car stopped before there's a major accident. Wow. That was close. That was really close. So Mike Quint very nearly throwing his race away, but he's got another chance. And as we go into lap 18, there's 3 laps to go and there's more traffic. This could still work in Mike Quint's favour. Blue flags waving for the 3rd place battle as well, as Brett Metcalf now has to get out of the way of Menno Klont, Maciej Minek and Johan Lindberg. But Minek's got a good run on Klont. Can he make it? Not in turn 1. Not if Klont has anything to say about it. Now Mike Quint was a second back on Marquardt. I think Marquardt's lost time. Gap is down to 0.4 of a second, so Marquardt lost 0.6 of a second in that last sector. I wonder if he made a mistake. Well, they've got Bruno Sousa Ferreira in front of them that they're coming to lap. Menno Klont is really under pressure from Maciej Minek now, but Mike Quint is having a genuine look at Matthew Marquardt for the lead. Now, he's got to be careful here. Marquardt's got past Bruno Sousa Ferreira. There's contact! He's gone into the wall! Oh, surely that's it for Quint. Surely he's hit the wall too hard. Surely there's going to be damage. Ich glaube, ich versuche gleich den Verstappen. Well, incredibly, it looks as if Alter, der Terrence hat mich, der ist bei jedem Rennen, is still going. hat er mich bisher geblockt. Also der ist echt eine harte Nuss, der Typ. This is absolutely unbelievable driving. Mike Quint has got 2 laps to get past Matthew Marquardt now. But if Marquardt can win this, then he has soaked up all the pressure. Mike Quint has gone into the wall twice and is still right on his tail. Goodness me. If Mike Quint wins this, this is going to be one of the finest performances in GP Formula Challenge history. Down the hill, through the Mirabeau. They've got a couple of slower cars in front. This is Quint's opportunity, and he knows it. Not yet, not yet. You're not close enough. Marquardt is hesitating, though. There's a little bit of a nudge. That's okay for the moment. Wattman is getting right out of the way to allow them all through. Menno Klont is enough in front of Minek that we don't have to focus on him at the moment. But again, Mike Quint has got a chance on Matthew Marquardt, and he knows it. Marquardt, oh, Quint nearly loses the car altogether and up and over the curbs. Matthew Marquardt is hesitating a little, he just wants to bring the car home. Keine Zeit mehr, ich muss mich überholen irgendwie. He rubs the wall. Through the swimming pool. My goodness, this is a battle royale. Into the Raskas once again. And Mike Quint right on the back of the car. They both twitch as they come off the corner. And this is the last chance. A little bit of a run with the wall from Andrea Mariosa. Roska's gone through. Klont and Linek are very close as well for 3rd position. I want to try and stay on top of both of these battles, but it's difficult to know where to look because Mike Quint is all over the back of Marquardt. Menno Klont's got Linek right underneath him. Linek's not going for the move yet, though. Quint is on the back of Marquardt. Through Casino Square, dropping down the hill. They both hit the wall. Komm.
Quint hit it a lot harder this time though, but yet he's still able to keep the car in a straight line. Marquardt makes the mistake in the low hairpin, he runs wide. Beim ersten und zweiten hat's geknallt. Round the outside, on to spin for Marquardt. Marquardt spins it on the last lap. Oh, it's over. Mike Quint is going to continue on, but surely there's going to be a penalty for that. Nein. Marquardt will not be the winner in race 1 in Monaco. Mike Quint is going to carry on, but if he gets a penalty, it's going to be Menno Klont. Or is it going to be Verdammt! Linek if he can get through? Mann! Genau, der hat mich... An dem hab ich mich aufgehängt. Tries again into the chicane. As Matthew Marquardt finally recovers in 9th position, Quint is going to come through to win if he can just keep the car on a straight line. But Matthias Verdammt, Linek ey. could be looking at a win if Scheiße. he can get past Menno Klont. He's going to try into the chicane as Mike 13. Quint comes across the line to take the checkered flag on the road and win, provided he doesn't get a penalty. Menno Klont still has Junge, the ball von over him. 27, obwohl ich umgedreht wurde in der ersten Kurve auf 13. Wie viele Punkte sind das? 3, 4? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber so um den Dreh, ja. Ah, scheiße, Mann. Ey, in der letzten Runde eine Position verloren. Immerhin Top 10. Das war 13. Jetzt, ja gut, ist ja wahrscheinlich auch das gewesen, was, wenn ich mich vorne nicht gedreht hätte. Was ein Krampf, ey. Aber von, wo bin ich gestartet? 24 auf 8, ist okay. Ja, von 20 auf 13, obwohl ich 27 so war. Das ist doch geil. Aber ich muss mal einen loben. Ich weiß jetzt nicht, wer es war. Ich guck mal gerade. Ich switch mal durch. Ich glaube, Breslin war es, Mike Breslin. Und zwar, nach der Handelkurve hast du doch in der Rechtskurve so gepflasterte Stelle, ne? So braunes vorne. Ja. Und der hat die Hanel nicht, den Ausgang nicht erwischt und ist dann halb weggedreht. Ich habe mich daneben gesetzt und habe dann aber über den braunen überholt und dachte mir dann so, ja, okay, scheiße, hast ja gecuttet, ne, eigentlich. Und am Eingang Tunnel habe ich ihn wieder vorbeigelassen. Und dann sind wir durch die Schwimmbadschikane und dann hat er mich vor Schwimmbad noch vorbeigelassen wieder, ey. Auch geil. Aber so richtig demonstrativ rechts rüber gebremst. Cool, muss ich dem gleich erstmal sagen, ey. Oh Gott, ey, ich bin ja nass geschwitzt. Wie viele Reifen hast du noch? Der schlechteste ist bei mir 55 hinten links. Alter, mein Rücken, ey. Der stand da immer noch. Wer was? Der Marquardt, wo du reingefahren bist oder aufgehauen bist? Ja. Direkt nach der Hahnweide die Rechtskurve, ne? Ja, ich bin ihm nicht reingefahren, ich hab den gestriffen, ich bin gerade noch vorbeigekommen. Ich auch, aber ich bin noch hängen geblieben im Hinterrad. Ich habe gedacht, das hat noch gepasst und da habe ich die Position ja verloren. Mann.